Des Kaisers neue Kleider. In einem großen Königreich lebt ein Kaiser. Er liebt schöne Kleidung. Er kauft jeden Tag neue Kleider und gibt sehr viel Geld dafür aus. Jeden Morgen zieht er neue Kleidung an. Am Nachmittag zieht er wieder andere Kleidung an. Seine Kleidung ist ihm wichtiger als viele andere Dinge. Eines Tages kommen zwei Männer in die Stadt. Sie sagen, dass sie sehr gute Weber sind. Sie können besondere Kleidung machen. Der Kaiser freut sich und lädt die beiden Männer in den Palast ein. Die Männer erklären, unsere Kleidung ist ganz besonders. Dumme Menschen können diese Kleidung nicht sehen. Auch Menschen, die nicht gut arbeiten, können diese Kleidung nicht sehen. Der Kaiser denkt, das ist wunderbar. So kann ich kluge und dumme Menschen erkennen. Deshalb gibt er den Männern viel Gold, Seide und teure Fäden. Die Männer stellen zwei Webstühle in ein Zimmer. Aber sie arbeiten nicht wirklich. Die Webstühle sind leer. Es gibt keinen Stoff. Trotzdem bewegen sie ihre Hände und tun so, als ob sie arbeiten. Nach einigen Tagen möchte der Kaiser den Stoff sehen. Aber er hat auch Angst. Er denkt, was passiert, wenn ich den Stoff nicht sehen kann? Deshalb schickt er einen alten Minister zu den Webern. Der Minister sieht die Webstühle an. Aber er sieht keinen Stoff. Er denkt, oh nein, ich sehe nichts. Bin ich dumm? Er möchte das nicht sagen. Die Männer fragen, gefällt Ihnen der Stoff? Der Minister antwortet, ja, natürlich, er ist sehr schön. Die Farben sind wunderbar. Dann geht er zurück zum Kaiser und sagt, der Stoff ist wirklich sehr schön. Der Kaiser freut sich. Später schickt er einen zweiten Beamten. Auch dieser Mann sieht keinen Stoff. Aber auch er hat Angst. Deshalb sagt er, der Stoff ist wunderschön. Jetzt möchte der Kaiser den Stoff selbst sehen. Er geht zu den Webern und sieht die leeren Webstühle. Er denkt, ich sehe nichts, das darf niemand wissen. Die Männer zeigen auf den leeren Webstuhl und sagen, sehen Sie die schönen Farben? Sehen Sie das feine Muster?
Der Kaiser sieht nichts, aber er sagt, ja, wirklich sehr schön. Danach gibt er den Männern noch mehr Gold. Ein paar Tage später sagen die Männer, die neuen Kleider sind fertig. Sie tun so, als ob sie dem Kaiser die Kleidung geben. Dann helfen sie ihm beim Anziehen. Aber der Kaiser trägt keine Kleidung. Er steht nur in seiner Unterwäsche da. Die Männer sagen, die Kleidung ist sehr leicht. Deshalb spüren sie nicht. Der Kaiser nickt. Auch die Diener sagen nichts. Sie haben Angst. An diesem Tag gibt es eine große Parade. Der Kaiser geht durch die Straßen. Viele Menschen stehen dort und sehen ihn. Aber niemand sagt die Wahrheit. Alle haben Angst. Sie sagen, wie schön die neuen Kleider sind und der Kaiser sieht wunderbar aus. Nur ein kleines Kind ruft laut, aber der Kaiser ist nackt. Die Menschen sehen den Kaiser an. Zuerst sind sie still. Dann beginnen einige Menschen zu lachen. Bald lachen viele Menschen. Jetzt sagen sie alle die Wahrheit. Das Kind hat recht, der Kaiser ist nackt. Immer mehr Menschen lachen und sagen, der Kaiser ist nackt. Der Kaiser hört alles. Jetzt weiß er, dass alle die Wahrheit kennen. Er schämt sich sehr. Aber er geht weiter. Die Diener laufen hinter ihm her. Sie tun immer noch so, als ob sie die lange Kleidung tragen. Seit diesem Tag erinnern sich die Menschen an diese Geschichte. Sie verstehen, man soll immer die Wahrheit sagen. Ehrlichkeit ist wichtiger als Angst.